Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir die Position des Autos bestimmen können über das Telematikmodul von Ford und dann im Vergleich zu einem sogenannten AirTag und im Vergleich zu einem Mototag von Motorola. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, normalerweise ist es so, ich in meinem Auto habe ein Telematikmodul verbaut, kann also über die Ford-App mit meinem Auto über das Internet interagieren, Auto zumachen, aufmachen, Motor starten. Ich sehe natürlich dann auch, wo sich das Auto befindet. Für alle Leute, die noch eine zusätzliche Sicherheit haben wollen oder für alle, die dieses Telematikmodul nicht verbaut haben und dennoch wissen wollen, wo sich ihr Auto befindet, gibt es halt die Tags. Und ich erkläre euch gleich A, wie sie funktionieren und B, wie sie denn abschneiden im direkten Vergleich. Wie immer, ich verlinke euch diese Tags unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Vor allem aber hier bei Android Mototag müsst ihr aufpassen, dass ihr halt den richtigen Tag kauft und nicht irgendwas anderes. Erklärung kommt gleich. Also, als allererstes habe ich diese Tags genommen und dann ab ins Münzfach damit. Fertig. Ja, falls ihr das Münzfach verkleiden wollt, so wie ich, oder hier diese Beleuchtung drin haben wollt, ich verlinke euch die Videos hier oben, dann könnt ihr mal nachschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wie ich das Ganze gemacht habe. Aber kommen wir jetzt mal zu den Tags und wie das Ganze denn funktioniert. Also, diese Tags haben ja keine eigene Internetverbindung. Im Gegensatz zu unserem Telematikmodul vom Auto. Das hat eine eigene Internetverbindung. Die Tags, die funktionieren ganz anders. Wenn ich diese Tags jetzt nehmen würde und schmeiße sie in den Wald, dann würde im ersten Moment mein Handy, ob jetzt iPhone oder Android, nicht wissen, wo sich diese Tags befinden. Die Tags haben Bluetooth und senden dann ihre Position aus. Und irgendein Handy muss dieses Bluetooth-Beacon-Signal empfangen. Dieses Handy, was dieses Signal empfängt, sendet das Signal in die Cloud, zu Apple oder zu Google. Und dann wird der eigentliche Besitzer, der Eigentümer dieser Tags dann informiert, wo sich das Ganze befindet. Bedeutet, in einem Bereich, wo sich ganz viele Leute befinden mit ganz vielen Handys, funktioniert das natürlich super gut und super schnell. In einem sehr, sehr abgelegenen Bereich, wo es so gut wie keine Menschen gibt, so gut wie keine Handys, wird dieser Tag dann nicht angezeigt. Jetzt wisst ihr, wie das ungefähr grob funktioniert. Und jetzt könnt ihr auch die Bewertung verstehen, die jetzt gleich kommt. Also, ich habe mein Auto auf einem Wanderparkplatz geparkt. Blende ich euch jetzt mal ein, wie ihr seht, weit und breit nichts. Und auch zu diesem Zeitpunkt war halt sehr, sehr wenig los. Also sehr wenige Menschen dort unterwegs, fast kein Auto hat dort gestanden. Bedeutet, das Auto abgestellt, ungefähr 100 Meter weit weggegangen. Zu dem Zeitpunkt waren natürlich die Handys aus, sonst hätten die Handys oder meine Handys ja schon die Position vom AirTag und vom Mototag ja schon irgendwo in die Cloud übermittelt. Also, Handy ausgemacht, da bin ich zu diesem Parkplatz gefahren, bin dann ausgestiegen, über 100 Meter weit weggegangen und dann erst ein iPhone eingeschaltet und mein Android eingeschaltet und geschaut, was passiert. Was passiert, das war eigentlich klar. Bei Apple wurde der AirTag nicht gefunden, auch nicht nach ca. 30 Minuten. Bei Moto genau das gleiche. AirTag wurde nicht gefunden, beziehungsweise hat noch die alte Position angezeigt. Auch 30 Minuten später gab es kein Update. Nur die Ford-App, die wusste, wo sich das Auto befindet. Ich blende euch das Ganze jetzt mal ein. Kam direkt, wo das Auto sich befindet. Jetzt überlagern wir das Ganze noch mit einer Google-Karte, dann seht ihr es besser. Und jetzt blende ich euch nochmal ein, wo sich das Auto tatsächlich befunden hat. Also da ist ein Unterschied von circa 5 Metern. Ja, und wieso wurden diese zwei Tags nicht angezeigt, auch nach einer halben Stunde nicht? Ganz einfach, weil dort keine Menschen vorbeigegangen sind mit ihrem Handy, wo dieses Signal empfangen hätten können und es dann in die Cloud hätten übermitteln können. Somit, bei abgelegenen Orten funktionieren diese Tags nicht oder halt sehr, sehr, sehr verzögert. Wie gesagt, es muss halt irgendeiner vorbeilaufen. Dann der zweite Test, nochmal alle Handys ausgeschaltet, ab auf einen Parkplatz gefahren, dann ausgestiegen, über 100 Meter weit weg gegangen, beziehungsweise in ein Gebäude gegangen, dann erst das Handy eingeschaltet und geschaut, was zeigen mir jetzt die Apps an. Also von iPhone, von
Google, von Android und dann auch von Ford. Und ja, wie vermutet, bei den Geräten direkt, also mehr oder weniger direkt, wurde mir die richtige Position angezeigt. Fangen wir nochmal mit dem Ford an. Also ich blende euch ein, wo mir das Ganze angezeigt worden ist. Dann blenden wir eine Google Maps drüber und dann blende ich euch ein, wo das Auto gestanden hat. Also wirklich auf 1,2 Meter genau war das sehr, sehr präzise. Dann vom Apple AirTag, auch hier das Ergebnis blende ich euch ein. Wir blenden eine Google Maps Karte drüber und dann, wo sich das Auto natürlich befunden hat. Hier sprechen wir von ca. 10, 20 Metern Unterschied, aber immer noch sehr, sehr, sehr genau. Und wie gesagt, je länger man wartet, umso genauer wird es dann. Das war jetzt so der erste Schuss. Dann kommen wir zum Mototag. Und hier ist es so, blende ich euch ein, wo mir das Ganze dann angezeigt worden ist, Google Maps Karte drüber und dann auch, wo sich das Auto befunden hat. Hier haben wir die größte Abweichung, das waren ca. 50 Meter Luftlinie entfernt zwischen dem Auto, wo es geparkt worden ist und wo mir dieser Mototag angezeigt wurde. Natürlich ist das immer ein Umkreis, der damit angegeben wird, aber hier hatte er direkt eine relativ große Abweichung. Je länger man natürlich gewartet hat, umso genauer wurde dann die Position. Zum Schluss waren es dann auch nur noch ca. 10, 20 Meter wie beim AirTag. Also, wie ihr seht, das integrierte Telematikmodul eigentlich unschlagbar, weil es zeigt den Standort direkt an, läuft autark über das integrierte Mobilfunk vom Auto und ja, ist nicht auf externe, ich sag's mal, Hilfe angewiesen. Dennoch, habt ihr kein Telematikmodul verbaut, könnt ihr natürlich solch ein Gerät irgendwo im Auto verstecken, sei es entweder unten irgendwo im Dachhimmel, im Kofferraum, irgendwo einfach platzieren und dann wisst ihr auch relativ schnell, wo sich dann euer Auto befindet, auch wenn ihr kein Telematikmodul habt. Ja, ich erwähne es einfach mal nochmal, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite. Beim AirTag selbstredend, eigenes Ökosystem, Netzwerk, da müsst ihr eigentlich nicht viel beachten, kaufen, loslegen. Ihr braucht allerdings ein iPhone. Funktioniert nicht mit Android. Ich habe mir also hier extra ein iPhone besorgt, ein uraltes iPhone, um das Ganze mal ein bisschen zu testen, zu spielen. Beim Mototag, nochmal ganz wichtig, kauft euch nur den Mototag, damit ihr alle Google-Geräte als Unterstützung habt. Gut, das war's zu diesem Thema, zu dem Vergleich zwischen den 3 Gerätschaften. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.